Der Krieg im Iran begann am 28. Februar mit israelischen und amerikanischen Luftschlägen und wurde schnell zum Flächenbrand. Innerhalb weniger Wochen hat sich die Welt verändert. Über 1000 Tote, globale Märkte im Aufruhr und Öl kostet erstmals seit der Ukraine-Invasion wieder über $100 pro Barrel. Heute will ich aber nicht über den Krieg reden, sondern über die Frage, die mich seitdem nicht loslässt. Was bedeutet das für die Energiewende? Ist es eher eine Bremse oder ein Booster? Und um die Frage zu beantworten, lohnt sich ein kurzer Blick auf ein Land, das diese Frage schon mal beantwortet hat, auf seine eigene Art. Pakistan 2022. Als russisches Gas aus Europa wegfiel und Deutschland und andere reiche Länder einfach LNG auf dem Weltmarkt aufkauften, zu fast jedem Preis, hatten ärmere Länder schlicht keine Wahl. Die Reichen kauften das Gas weg, wodurch der Gaspreis teurer wurde. Pakistan mit seinem chronisch schwachen Stromnetz und Milliarden an LNG-Importkosten stand vor einem Dilemma. Sparen oder eine Alternative finden? Pakistan fand die Alternative. Innerhalb weniger Jahre explodierte die Zahl der Solarinstallationen. Bis März 2025 hatte das Land rund 33 Gigawatt Solarkapazität installiert. Aus dem Stand, fast ohne staatlichen Masterplan. Zum Vergleich, 2022 lag Pakistans Solarleistung je nach Schätzung noch bei rund 1 bis 2 Gigawatt. Davon profitieren jetzt einfach Millionen von Haushalten, die günstigere Energie wollten. Und bei denen geht es nicht um Spaßenergie wie Playstation-Spielen oder so, sondern um die Klimaanlagen bei extremer Hitze, um einfach gesund zu bleiben. Das Ergebnis? Pakistans Öl- und Gasimporte sanken innerhalb von 2 Jahren um fast 40%. Das Land hat seit 2020 mehr als $12 Milliarden an Importkosten vermieden und spart allein dieses Jahr mitten in der Iran-Krise schätzungsweise weitere $6 bis $7 Milliarden. Zum Vergleich, Bangladesch hat in derselben Zeit seinen LNG-Import verdoppelt. Das Ergebnis heute: Während Pakistan durch seine Solarkapazität Lastabwürfe bislang vermeiden konnte, kämpft Bangladesch mit Engpässen. Die entscheidende Frage für dieses Video: Kommt jetzt durch den Krieg im Iran ein noch größerer Solar- und erneuerbare Booster, als wir ihn in Pakistan 2022 gesehen haben? Dafür müssen wir verstehen, warum dieser Krieg an diesem Ort so eine besondere Wucht hat. Der Grund heißt Straße von Hormuz. Das Nadelöhr, durch das ein großer Teil des globalen Öls und Gases fließt. Keine echte Alternative, keine Umleitung. Die Straße von Hormuz ist eine Meerenge zwischen dem Iran im Norden und der omanischen Halbinsel Musandam im Süden. Sie verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und damit mit dem Rest der Welt. An der schmalsten Stelle ist sie gerade mal 38 Kilometer breit. Und durch diese winzige Meerenge fließt 1/5 des weltweiten Erdöls, täglich rund 20 Millionen Barrel, 1/5 des weltweiten Flüssiggases, LNG, und der gesamte Schiffsverkehr aus Kuwait, Katar, Bahrain, Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten und natürlich dem Iran. Zum Vergleich, diese Ersatzpipeline schafft maximal 1,5 Millionen Barrel täglich. Das ist weniger als 1/10 dessen, was normalerweise durch die Straße von Hormuz fließt. Saudi-Arabiens Ost-West-Pipeline quer über die arabische Halbinsel, Kapazität 7 Millionen Barrel täglich. Klingt zwar viel, aber der Hafen am anderen Ende, Yanbu, kann gerade mal 3 Millionen Barrel am Tag verladen. Kurz gesagt, es gibt keinen echten Plan B, keine echte Alternative. In Bandar Abbas liegt der größte iranische Hafen und einer der Hauptstützpunkte der iranischen Marine. Schon am 28. Februar, dem Tag der ersten Angriffe, gingen bei den Schiffen in der Region Funkmeldungen der iranischen Revolutionsgarde ein. Die Straße von Hormuz wird gesperrt. Am 2. März erklärte der Iran dann offiziell kein Durchkommen mehr. 2 Tage später, statt der üblichen 138 Schiffe pro Tag, passierten noch genau 2 die Meerenge. Nach einer Woche Blockade stauten sich schon fast 1000 Schiffe auf beiden Seiten der Meerenge. Und die wenigen Reedereien, die das Risiko überhaupt eingingen, verlangten das 4- bis 5-fache der normalen Frachtraten. Der Ölpreis reagierte sofort. Von knapp $70 im Februar auf $119 am 9. März. Europäische Gaspreise sprangen um 45% in die Höhe. Asiatische Gaspreise haben sich seit Kriegsbeginn mehr als verdoppelt. Das würde ich nicht mehr Zittern an den Märkten nennen, sondern Schock, pure Panik. Haben wir das nicht schon mal erlebt? Ja, haben wir. Gut, ich jetzt nicht, ich war da noch nicht auf der Welt, aber 1973, das Jahr, in dem mein Kollege Jörn das Licht der Welt erblickte, stoppten arabische Ölstaaten den Export in die USA. Es gab Schlangen vor den Tankstellen, Tempolimits und sogar Sonntagsfahrverbote. Das sah so aus.
2022, als Russland die Ukraine angriff und Europa seine Gasabhängigkeit von Moskau schmerzhaft spürte, explodierte der Gaspreis auf über 300 Euro pro Megawattstunde. Zum Vergleich, aktuell sind wir so bei 60 Euro. Schmerzhaft ja, aber weit von damals entfernt. Damals sagten alle, jetzt ändern wir das. Wir machen uns jetzt unabhängig. Und tatsächlich, Europa hat seinen direkten Pipeline-Gasimport aus Russland stark reduziert. Aber was kam stattdessen? Mehr LNG-Importe aus den USA. Und in den Jahren nach der Ukraine-Invasion hat die EU ihren Ausbau von Wind und Solar zwar beschleunigt, gemeinsam deckten sie erstmal 23% der EU-Stromerzeugung ab und überholten damit erstmals Gas mit 19%, aber die fundamentale Abhängigkeit von Öl und Gas ist geblieben. Professor Rosenow, Leiter des Energieprogramms an der Universität Oxford, sagte in einem Briefing für die Presse: Wenn man sich die Abhängigkeitsrate Europas von Öl und Gas anschaut, ist sie nicht wirklich gesunken. Wir haben diversifiziert, aber wir haben es nicht geschafft, die Alternativen schnell genug zu skalieren. Und dafür zahlen wir jetzt den Preis. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Videos. Und hier wird's interessant. Denn auf die Frage, was macht dieser Krieg mit der Energiewende, gibt es zwei völlig entgegengesetzte Antworten. Antwort Nummer 1, die pessimistische: Hohe Ölpreise treiben Inflation. Höhere Inflation führt zu höheren Zinsen und höhere Zinsen machen Investitionen teurer. Auch in Erneuerbare. Das haben wir auch schon 2022 gesehen. Cleantech-Unternehmen haben in der Energiekrise nicht besser, sondern schlechter performt, weil Kapital teurer wurde. Antwort Nummer 2, die realistische: Dieser Krieg passiert zum ersten Mal in der Geschichte der Energiekrisen in einem Moment, in dem saubere Alternativen vollständig wettbewerbsfähig sind. Isaac Levy vom Center for Research on Energy and Clean Air sagt es so: Das ist die erste Öl- und Gaspreiskrise, in der saubere Alternativen vollständig preislich konkurrenzfähig sind. Das wird die Energiewende massiv beschleunigen. Und das wird der dauerhafte Effekt sein. Und die politischen Reaktionen zeigen, dass das nicht nur Wunschdenken ist. UN-Generalsekretär Antonio Guterres formuliert es wunderschön: Heimische erneuerbare Energie war noch nie günstiger, zugänglicher oder skalierbarer. Die Ressourcen des sauberen Energiezeitalters können nicht blockiert oder als Waffe eingesetzt werden. Es gibt keine Preisexplosionen für Sonnenlicht und keine Embargos auf den Wind. Und dann gibt es da diesen einen Satz, der mich seit Wochen nicht loslässt. Er kommt von Bill McKibben, dem Klimaaktivisten und Autor, in einem Substack-Post. Sonnenlicht liegt 150 Millionen Kilometer zurück, um die Erde zu erreichen. Keinen davon durch die Straße von Hormuz. Ja, jedes Barrel Öl, das durch diese 38 Kilometer Meerenge muss, ist ein Risiko. Jede Kilowattstunde Strom aus einer Solaranlage in Bayern oder ein Windrad an der Nordsee, einer Wärmepumpe in München, die brauchen keine Tanker. Die müssen nicht durch Meerengen, die brauchen keinen Militärschutz. All das ist da nicht nötig. Michael Liebreich, Gründer von Bloomberg NEF, hat in einem Substack-Post mal nachgerechnet. Während Strom aus Gas seit 2024 weltweit um 0,3% gewachsen ist, ist Strom aus Wind und Solar um 18% gestiegen. Und im Bereich Elektromobilität zeigen globale Zahlen, Elektrofahrzeuge weltweit haben 2025 bereits 1,7 Millionen Barrel Öl pro Tag eingespart. Das entspricht 70% der damaligen iranischen Ölexporte. Mit steigenden Benzinpreisen dürfte dieser Trend weiter Fahrt aufnehmen. Elektrofahrzeuge sind eine vernünftige Wahl für Länder, die sich gegen künftige Schocks absichern wollen, sagt Dan Walter vom Energie-Think-Tank Amber. Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich das alles nur in rosa Farben zeichnen würde. Es gibt einen echten Haken. Die Solarmodule, die diese Beschleunigung der Energiewende antreiben werden, kommen zu einem großen Teil aus einem einzigen Land: China. Die Batterien für Elektroautos: chinesische Lieferketten. Die kritischen Mineralien für Wind und Solar, viele davon aus China oder zumindest durch chinesische Firmen verarbeitet. Jason Bordoff und Erica Dawns von der Columbia University schreiben, dieser Krieg könnte Chinas Energiedominanz zementieren. Das ist natürlich kein Argument gegen die Energiewende, aber es ist ein Argument dafür, dass Europa und Deutschland jetzt ernst machen müssen. Mit eigener Fertigung, mit eigenen Lieferketten, mit echter Industriepolitik für saubere Energie. Tom Ellison, ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter und heute bei der Clean Energy Security Initiative, fasst es ganz gut zusammen. Erneuerbare sind nicht risikolos. Kein System ist das. Aber die Herausforderungen der sauberen Energie, einschließlich Chinas Dominanz bei Materialien, sind beherrschbarer als die der fossilen Brennstoffe. Ich selbst fahre seit einigen Jahren elektrisch. Ich lade zu Hause mit dem Solarstrom, der von meinem Dach produziert wird.
In den letzten Wochen bin ich an Tankstellen vorbeigefahren, da achte ich normalerweise gar nicht auf die Preisschilder. Momentan schaue ich wieder ein bisschen drauf, weil ich natürlich weiß, wie viele Menschen sich Sorgen machen. Ich kann sehr entspannt einfach wegschauen. Ich muss mir keine Gedanken machen um den nächsten Tankstopp und ob ich mir den leisten kann. Da habe ich wirklich Glück. Das soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein, so im Sinne von, ich wusste es ja damals schon, wusste ich nicht, aber es ist ein Bild davon, wie das auch funktionieren kann. Und falls du noch ein Verbrennerauto hast, vielleicht ist es ja dein letztes. Die Straße von Hormuz können wir zusammen nicht entschärfen, aber wir können entscheiden, wie abhängig wir davon noch sein wollen. Danke fürs Zuschauen.